Ja, Leute, wieder herzlich willkommen bei HeidiTV. Heute geht es zu Part 2 unseres Reaction-Videos mit Dominik und Andreas. Ja, ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Wenn nein, schaut euch den auf jeden Fall nochmal an. Und heute geht es, wie gesagt, zu Video Nummer 2. Wollen wir direkt losstarten? Ja, mach mal. Ui, was für ein schöner Mann! Uiuiui, mit dem spitzen Mund, ne? Das letzte Mal blau, und jetzt Bart Simpson. Jetzt habe ich Bart Simpsons T-Shirt an. Na. Ich freue mich. Lass uns direkt reingucken. Also, let's go. Heute mal kurz erklären, was es bedeutet, mal ein Klebestreifen aufzuwechseln. Ja, ganz schön das abgenommen gehabt, ne? Beim ersten Video? Nee, bei dem zweiten hier. Echt? Ja, finde ich schon. Also jetzt geht's weiter. Was war das schon? Selbstversuch 15. 15 Versuche hast du gehabt. Ein schmales Gesicht, ne? Am besten finde ich immer noch der Titel Bart Simpson. Hey Simpson. Hey keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall fand ich mein Lieblingst-T-Shirt. Hast du das auch noch? Nee, das würde mir nicht mehr passen. Wir legen mal los. Was man dazu braucht, ist ein Kosmetikpad. Und da ist es halt wichtig, dass dieser Kosmetikpad nicht fusselt. Es gibt also Kosmetikpads, die fusseln. Richtig. Und es gibt welche, die fusseln nicht. Und das ist ein Kosmetikpad, die nicht fusseln. Ja. Ein Kosmetikpad, was nicht fusselt? Ja, aber ich muss sagen, nach das mit dem Video, die Männer und die das Video gesehen haben, 200 Träger, die waren wirklich auch Nicht-Kunden, waren total begeistert von diesem Video. Aber kannst du mir, okay, das verstehe ich, aber das ist eine, aber das andere, kannst du mir mal erzählen, welcher Kosmetikpad fusselt? Es gibt Kosmetikpad, die fusseln. Oder meinst du einen Wattebausch? Nee, es gibt auch Kosmetikpad, die fusseln, die nicht so teuren. Ich stelle mir jetzt gerade so nochmal so ein Kosmetikpad vor den Peter einblenden lässt, der so ganz viele Fussel hat. Naja, aber wenn du dann den hochgemacht hast und vorne, dann hast du die ganzen Fussel hier vorne am Hals. Also muss man schon teure Pads kaufen, damit die nicht fusseln? Naja, heute sind die ja nicht mehr, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ne? Stimmt. Okay, also dann machen wir mal weiter. Dann braucht ihr noch eine scharfe Schere. Genau. Haben wir die eigentlich noch? Das war meine Lieblingsschere. Nee, die habt ihr mir, haben wir die eigentlich noch? Nee, das ist die medizinische Skalpellschere, wo auch immer du die hergeholt hast. Ich weiß, wo ich die her habe. Okay, na gut. So, mal weiter hier. Um später die Konturen in Ordnung zu bringen, das werde ich euch zeigen. Und wir brauchen einen Cleaner Alkohol. Also ich kaufe das immer in größeren Mengen und ich mache das in Glasflaschen. Das sieht halt einfach ein bisschen professioneller aus. In größeren Mengen, als wenn das Container holt. So, Isopropanol-Alkohol. das stimmt. 100% oder so. Man sollte grundsätzlich nicht, gerade im Frontbereich, sollte man nicht so einen großen Tape drauf machen. Genau. Das muss man nicht, das braucht man nicht. Okay. Habe ich heute noch nicht. So, Ja. zu Hause, wenn ich Zeit habe. Ja, also ich muss sagen, wie du das machst, sehr, sehr authentisch. Also ich glaube wirklich, dass damals die ersten Videos so im Blogformat schon wirklich ein Kriterium dafür waren, dass wir jetzt in Anführungszeichen so erfolgreich geworden sind, weil die Menschen konnten sich direkt mit dir identifizieren, da du es auch als Unternehmer, sag ich mal, der das Business selber betreibt, dann auch so dargestellt, dass du deine Transparenz wiedergegeben hast, deine ganzen Erfahrungsberichte, das macht ja nicht jeder, ne? Und ich glaube, das spricht da immer noch für uns, dass wir wirklich versuchen, mit unserem Channel sehr informative Videos auch preiszugeben und wir eigentlich immer nur helfen wollen, dass auch selbst wenn Kunden, die ihre Haarteile woanders kaufen, trotzdem irgendwie zum Profi werden. Genau, weil das Ziel war ja damals wie auch heute, dass wir eine Selbstverständlichkeit reinbekommen im zweiten Bereich. Und wenn wir anderen Kunden helfen können, die noch nicht Kunden bei uns sind, oder einem Kollegen, ist ja auch super. Ja, klar. Ist doch klasse, wir lernen ja auch. Ne? Absolut. Ne? Deswegen wird es ja jetzt auch zeitnah, oder vielleicht ist es auch schon zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade das Video drehen, unsere Heideke Akademie rauskommen. Im Endeffekt haben wir genau das nochmal neu für euch gedreht, in neuer Version, basierend auf die Videos von meinem Vater. Genau. Ich kann euch sagen, hammergeil geworden, und auch wenn ihr noch keine Kunden seid, könnt ihr da Mitglied werden in unserem Member-Bereich. Ja, aber das nur ganz kurz, by the way. Genau. Wir machen mal weiter. Wir können ja mal auch ein bisschen vorspulen. Oh, schnell weg, nicht, dass ich alle kostenlose Klebestreifen testen wollen. Machst du das jetzt ab? Ja, ich mache das vorne, zeige ich, wie man das macht. Und das Schöne ist, Guck mal hier. wir haben sofort diese komplette Lace, die ist sofort komplett sauber. Das ist echt schön. Sag ich doch.
Aber das ist auch eine Kunst für sich, ne? Ich meine, du redest, du gibst dir dein eigenes Voice-Over. Du redest und machst, ne? Mittlerweile drehen wir unsere Videos, wir machen und dann lege ich da eine Stimme drüber, ne? Aber das ist schon sehr, sehr professionell und das beim 15. Video, das ist der 15. Selbstversuch. Das stimmt, Also ja. das ist schon Meisterleistung, kann man sagen. Ja, fand ich auch. Dann diese spezielle Bürste. Wer ist eigentlich der Kameramann? Bin ich das? Macht die Haare ein bisschen nass. Puh, ich weiß das gar nicht, wie wir das gemacht haben. Das habe ich gemacht, glaube ich. Ne? Aber der Haarschnitt fand ich ganz gut. Ne? Oder? Das im Endeffekt Oh, jetzt so. Aber guck mal, jetzt innerhalb von 10 Minuten hast du Front gewechselt, Haare gestylt, erklärt. weiteres ein System. Jetzt hast du 100 Mal... Das muss ich mir noch mal... Warte, ich muss noch mal zurück. Das fandst du jetzt witzig, ne? Du lässt aber nichts aus, ne? Ohne weiteres Ja, finde ich auch gut. Also so ist mein Sohn, ne? Der ist halt einfach so, dass er nicht... das ist ein Arschloch, ne? Kopfhaut ein bisschen gereinigt und so weiter. Ja, aber sieht gut aus, Das ne? sieht echt gut aus, ja, muss man sagen. Ja, klappt gut. Ach, jetzt guck mal, jetzt redest du sogar über deinen Bart gerade, oder? Aber wenn man jetzt rasieren würde, würde länger dauern. Okay. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, Jetzt. unten ist die Telefonnummer eingeblendet. Seit kurzem haben wir auch einen Newsletter. Newsletter, haben wir bis heute nicht. Nein, Spaß. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachahmen des Klebestreifenwechsels. Bis zum nächsten. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich sein, wie wird ein Haarsystem gewaschen. Das werde ich euch dann auch mal zeigen. Nee, ich muss sagen, also wenn ich jetzt nicht dein Sohn wäre, sehr sympathischer Mann. Du kommst sehr sympathisch rüber und ich gucke gerne deine Videos und ich habe auch sehr viel von dir gelernt. Nicht nur ich, sondern auch dein Team. Na. Wie hat das Video auf dich gewirkt? Na, ich fand das auch wie schon bei den anderen Videos. Ich fand das echt cool. Also klar, man sieht sich ja mal, sieht hier auch, da waren wir ja auch noch ein bisschen jünger. Ne? Und ich überlege immer noch mit dem Bart, ob der Bart so besser ist oder ob er so besser ist. Also keine Ahnung, ich bin mir da noch so... Lass uns mal abstimmen. Also schreibt ihr doch mal, wie der Bart ist, wie die Frisur ist und wie der Bart ist. Sieht das natürlich aus? Wäre der Bart so besser oder kürzer? Wäre schön, wenn ihr mal eine Anmerkung dazu schreiben Können wir mal grob überfliegen in den Kommentaren und dann... Ja. Würdest du den dann auch wieder kürzen? Weiß ich nicht. Also in der Zeit fand ich ihn zu lang, aber so finde ich ihn gut. Ja? Außer das Blöde ist mit den Corona-Masken, mittlerweile hast du ja immer so eine Knicke. Aber ich drin, muss ne? was sagen, der ist heute, das finde ich sehr gut, weil deine Schwester, Nadine, die hat mir einen ganz tollen Duft kreiert. Ein Öl mit Duft, mit Jojoba und so weiter. Das riecht, ich rieche das. Also Ich wenn liebe ihr, diesen Duft, wenn ihr Bedarf habt an Bartöl, lasst uns gerne die Anregungen zukommen. Vielleicht kann ich das meiner Schwester weiterleiten. Vielleicht kann sie euch das ein oder andere Öl kreieren. Ja, machen wir eine Bartöl. Bartöl Online-Shop auch noch. Genau. Oder so in diese Richtung. Hey Öl. Genau. Hey Öl Bart. Hey Beard. Yes. Okay. Ja, wie gesagt, checkt auf jeden Fall das 3. Video. Das lasse ich auch direkt einmal einblenden. Und viel Spaß, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.